Lokale Präpositionen als Antwort auf die Frage wohin, in welche Richtung. In diesem Video erkläre ich dir genau diese Präpositionen. Das sind neben den sogenannten Wechselpräpositionen auch noch ein paar andere Präpositionen. Und was genau Wechselpräposition bedeutet und wann du welche Präposition genau einsetzen musst, das erkläre ich dir heute. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Wie gerade eben schon erwähnt, geht es heute um die Präpositionen, die du als Antwort auf die Frage wohin benutzen kannst. Das sind vor allem Wechselpräpositionen. Wechselpräpositionen sind Präpositionen, die mal den Akkusativ und mal den Dativ benutzen. Wie genau das funktioniert, wann du Dativ, wann du Akkusativ benutzen musst und welche anderen Präpositionen du auch noch benutzt, um auf die Frage wohin zu antworten, das erkläre ich dir jetzt alles mit der Hilfe von meinem E-Book. Also, wenn wir Präpositionen benutzen, die auch auf die Frage wo antworten können, dann beschreiben wir hier nicht mehr eine Position, sondern eine Bewegung, die in einer Position endet. Und diese Position entspricht dann ganz einfach der Bedeutung der Präposition. Erinnere dich, auf bedeutet, dass die Eule auf dieser Box, auf dieser Kiste sitzt. Also, es gibt eine Verbindung, da ist kein Zwischenraum. Die Eule fliegt nicht. Dementsprechend, ich gehe auf die Kiste, bedeutet, dass die Eule sich von irgendwo auf die Kiste drauf bewegt und dementsprechend danach darauf sitzt. Die Bewegung endet also in genau dieser Position, die der Bedeutung der Präposition entspricht. Diese Präpositionen, die wir als Antwort auf die Frage wo und auch auf die Antwort auf die Frage wohin nutzen können, nennt man Wechselpräpositionen. Und genau wie in diesem Beispiel beschrieben, funktioniert das bei allen anderen sogenannten Wechselpräpositionen. Und das sind ganz einfach alle Präpositionen, die auf die Frage wo antworten, außer bei. Bei nutzt immer den Dativ und wechselt daher nicht zwischen Dativ und Akkusativ, aber alle anderen Präpositionen tun das schon, denn du hast gelernt, auf die Frage wo nutzen sie alle den Dativ. Auf die Frage wohin nutzen die Wechselpräpositionen dann aber den Akkusativ. Wie hier, ich bin auf der Kiste, das ist wo. Wo bin ich? Und ich gehe auf die Kiste, das ist eine Bewegung von A nach B und dementsprechend frage ich mit wohin und dann muss hier der Akkusativ genutzt werden. Deswegen heißen die Präpositionen Wechselpräpositionen, denn sie nehmen mal den Akkusativ und mal den Dativ, je nachdem, welche Frage wir benutzen, wo oder wohin. Und wie gesagt, welche das sind, ist ganz einfach. Das sind all die Präpositionen, die auf die Frage wo antworten, nämlich auf, über, unter, hinter, in, nebenan und zwischen. Einzige Ausnahme ist bei. Bei wechselt nicht, bei benutzt immer den Dativ, aber bei kannst du auch nicht für die Frage wohin benutzen. Was du anstelle benutzt, anstelle von bei benutzt, dazu kommen wir gleich noch. Erst nochmal ein paar Beispiele hier für die Wechselpräpositionen. An das Bild oder er hängt das Bild an die Wand. Das ist wohin. Das ist eine Bewegung von A nach B. Und das Bild hängt an der Wand. Das ist dann eine Position. Er geht auf einen Berg und dementsprechend ist es eine Bewegung von A nach B. Und er steht auf einem Berg, das ist eine Position. Genauso funktioniert das hier bei all den anderen Präpositionen. Die kannst du alle hier
durchlesen, wenn du das Video anhältst, oder auf meiner Webseite, die ich unter dem Video verlinkt habe, oder natürlich in meinem E-Book. Als nächstes kommen wir aber noch zu weiteren Präpositionen, denn auf die Frage wohin kannst du nicht nur mit den Präpositionen antworten, die du auch für wo benutzt, sondern es gibt noch ein paar weitere. Grundsätzlich hast du hier auch noch zu und in kennst du schon von den Wechselpräpositionen, aber hier schauen wir uns nochmal den genauen Unterschied an, denn in und zu sind die Gegenteile von aus und von. Also wenn du hier den Unterschied noch nicht kennst, verlinke ich dir hier nochmal mein Video zu den Präpositionen auf die Frage woher. In bedeutet immer, dass du in etwas physisch hineingehst. Also du bist draußen und gehst dann hinein in ein Gebäude, in eine Kiste, irgendwas, wo du hineingehen kannst. Und zu bedeutet, du gehst in die Nähe, aber definitiv nicht hinein. Also du benutzt das vor allem für Menschen, denn du kannst in Menschen, Lebewesen nicht hineingehen. Oder wenn du einfach nur ausdrücken möchtest, dass du dich zwar zum Beispiel vor dem Kino triffst, ich gehe zum Kino, aber noch nicht wirklich in das Gebäude Kino hinein. Wenn du sagst, ich gehe in das Kino, bedeutet das, dass du wirklich in das Innere des Gebäudes Kino gehst, aber das würdest du zum Beispiel sagen, dich ruft ein Freund an und sagt hier, ich bin an der Kasse. Wo bist du? Und dann sagst du, ich gehe gerade in das Kino. Aber wenn du sagst, du wirst angerufen und dein Freund fragt dich, wo bist du? Ich gehe gerade zum Kino. Dann steht er vielleicht schon vor dem Kino und dann bewegst du dich dahin, aber noch nicht in das Gebäude rein. Dementsprechend ist das genau das Gegenteil von aus und von. Aus bedeutet das Verlassen eines Gebäudes oder eines Raumes und von beschreibt die Gegend und in ist genau dementsprechend das Gegenteil von aus und zu ist das Gegenteil von. Bei zu musst du hier auch noch ein bisschen aufpassen, denn als Alternative für zu gibt es auch noch nach. Beide haben die exakt gleiche Bedeutung, aber nach benutzt du ausschließlich für Kontinente, Länder, Städte und Regionen. Wie zum Beispiel, ich gehe nach Deutschland, ich fliege nach Deutschland, ich fahre nach Berlin, ich fahre nach Sachsen. Hier kannst du nicht zu benutzen und auch nicht in. Denn Kontinente, Länder, Städte und Regionen benutzen nach. Achtung hier, ich fahre zu meiner Oma. Das ist kein Kontinent, kein Land, keine Stadt und keine Region. Dementsprechend zu. Kleine Ausnahme. Wenn ein Land oder eine Region, wie zum Beispiel die Schweiz, einen Artikel benutzt, dann benutzen wir doch in anstelle von nach. Es gibt da keinen logischen Grund dafür. Es ist einfach, sobald der Artikel dort dasteht, musst du in benutzen. Also, ich fahre nach Deutschland, aber ich fahre in die Schweiz. Ich fliege nach Kroatien, aber ich fliege in die Toskana. Hier, das ist ein Land, das immer den Artikel nutzt, die Schweiz, die Türkei, die Ukraine. Und hier ist es eine Region. Regionen benutzen mit der Frage wohin sehr, sehr häufig den Artikel. Deswegen hier aufpassen, da kommt dann immer in. Jetzt solltest du den Großteil der grundlegenden lokalen Präpositionen kennen. Aber es gibt noch ein paar mehr Präpositionen. Neben lokalen Präpositionen gibt es auch temporale Präpositionen. Darüber spreche ich in dem morgigen Video. Aber es gibt auch modale, kausale und noch ein paar nicht ganz zuordnenbare Präpositionen. Um ganz genau zu sein, gibt es in der deutschen Sprache über 100 Präpositionen. Und wenn du da ein Experte drin werden möchtest, dann empfehle ich dir, schau dir jetzt mein neues E-Book an,
137 deutsche Präpositionen. In diesem E-Book erkläre ich dir ganz genau, wann du welche Präposition nutzen musst, was sie bedeutet. Ich gebe dir viele Beispiele zu jeder Präposition und ich zeige dir auch häufige Fehler, die viele Schüler im Zusammenhang mit dieser Präposition machen. Also schau dir jetzt mein E-Book an. Du findest es hier am Ende vom Video verlinkt.